Schön willkommen, liebe Fans der Zellbiologie. Heute werden wir über den Zellkern reden. Macht es euch gemütlich und los geht's. Stimmt, es ist zum Teil eine Wiederholung des ersten Kapitels. Heute werden wir doch ein bisschen tiefer ins Thema gehen. Wie bereits im ersten Kapitel gesagt, man unterscheidet zwischen prokaryotischen und eukaryotischen Zellen. Das Wort Prokaryont stammt aus griechischem pro vorher und karyon Kern. Das heißt, prokaryotische Zellen oder Prokaryonten haben sich im Laufe der Evolution viel früher entwickelt, früher als der Zellkern zum festen Bestandteil der Zelle geworden ist. Im Gegensatz dazu, das Wort Eukaryont, eukaryotisch, stammt aus zwei griechischen Worten, eu, echt, und karyon, Kern. Das heißt, eukaryotische Zellen sind Zellen mit echtem Zellkern, klar abgegrenzt vom Zytoplasma mittels Kernmembran. Ja genau, alle Pflanzen, Tiere und sogar Organe menschlichen Körpers bestehen aus eukaryotischen Zellen. Ja, ich kann nur wiederum betonen, ja, der menschliche Körper ist von Haufen von Mikroorganismen besiedelt. Lassen wir das aber beiseite für diesen Augenblick. Auf diesem Bild können wir sehen, dass der Zellkern mit einer Masse ausgefüllt ist. Diese Masse heißt Chromatin. Chromatin besteht aus DNA, RNA, Proteinen aus der Gruppe von Histonen, als auch Proteinen aus der Gruppe Non-Histone Proteins. Das sind solche Proteine, deren Chemismus, Struktur und physikalische Eigenschaften anders sind als die der Histone. Im Zellkern ist auch Kernkörperchen sichtbar. Das ist Nukleolus. Über diese Struktur werden wir in wenigen Minuten mehr sagen. Der Zellkern hat eine Kernmembran, Nuclear Envelope, die den gesamten Zellkern vom Zytoplasma abgrenzt. In der Kernmembran sind auch Kernporen, über die der Transport von Proteinen und RNA-Molekülen zwischen Zellkern und Zytoplasma abläuft. Wie gesagt, Chromatin, das ist DNA, RNA und Proteine. Chromatin, das unter Mikroskop als heterogene, jedoch relativ kompakte Masse erscheint, sind im Wesentlichen einzelne Chromosomen. Und diese müssen gut verpackt werden während der Zellteilung. Gerade während der Zellteilung sind die Chromosomen sehr gut sichtbar und voneinander einfach zu unterscheiden. Mit höchster Wahrscheinlichkeit haben viele von euch solche Abbildung schon mehrmals gesehen. Das ist Karyogramm. Karyogramm eines Menschen. Das ist der komplette Satz der Chromosomen einer menschlichen Zelle. Unsere somatischen Zellen sind diploid, das heißt, sie besitzen 22 Paare von Autosomen und ein Paar Gonosomen,
X und Y. So schauen die Chromosomen aus während der Mitose, das heißt während der Zellteilung. Während der Zellteilung werden alle Chromosomen in solche kompakte Strukturen verpackt, damit sie gleichmäßig auf beide Tochterzellen verteilt werden können. Hier sind einzelne Phasen der Zellteilung schematisch dargestellt. Prophase, Metaphase, Anaphase, Telophase und Zytokinese, wobei der zuletzt genannte Schritt, Zytokinese, die eigentliche physische Trennung der entstehenden Tochterzellen darstellt und ist leider hier nicht abgebildet. Und hier ein gutes Beispiel der Zellteilung aus Pflanzenreich. Ackerbohne. Mit Hilfe von Kristallviolett sind die Chromosomen angefärbt und sind somit auch einzelne Stadien der Zellteilung sichtbar. Wichtig ist auch die Tatsache, dass die Chromosomen im Zellkern nicht zufällig gelegt sind oder sogar verknäuelt. Nein, ganz im Gegenteil. Jedes Chromosom hat einen ganz bestimmten Ort innerhalb des Zellkerns, genau wie es von dieser Abbildung zu entnehmen ist. Im Laufe des Lebens einer Zelle, das heißt in der Phase G0, G1, G2, sind die Chromosomen aufgelockert, das heißt dekondensiert, damit die in der DNA kodierte genetische Information leicht zugänglich ist. Wahrscheinlich fragen manche von euch, was G0, G1 und G2 heißen. G steht für Gap aus Englischem. Und fangen wir jetzt mit der Phase G0 an. Das ist die Phase, in der die Zelle lebt und tritt nicht in den Zellzyklus ein. In den Phasen G0, G1 und G2 schaut der Zellkern folgendermaßen aus. Die schwarzen Teile des Zellkerns stellen Heterochromatin dar. Dieses ist transkriptionell inaktiv, das heißt, enthält keine genetische Information und die DNA in diesen Regionen ist sehr kompakt verpackt. Und zwar mit den Proteinen namens Histone als auch mit anderen Proteinen aus der Gruppe der Non-Histone Proteins. Interessant ist die Tatsache, dass die dunklen, nicht kodierenden Teile der DNA wichtig sind für die Stabilität des gesamten Chromatins, mechanische Stabilität als auch Aufrechterhalten der Struktur des Chromatins. Diese dicht verpackten Regionen der DNA sind auch elektronendicht und somit erscheinen sie als schwarze Flecken auf den EM-Aufnahmen. Und solche Teile des Chromatins sind konserviert. Im Gegensatz dazu, weiße Teile des Zellkerns nennt man Euchromatin. Eu, echt, das ist das echte Chromatin, in dem die Gene kodiert sind und somit sind Regionen
transkriptionell aktiv. Wenn wir das Dogma berücksichtigen, DNA makes RNA makes Protein, kann man vereinfacht sagen, die im Euchromatin enthaltene genetische Information wird aktiv in Form von Proteinen ausgeprägt. Das Euchromatin ist nicht so fest verpackt, damit die drin enthaltenen Gene leicht zugänglich werden. Die schwarzen Pfeile links unten und rechts zeigen die Kernporen, durch die der Transport zwischen Zellkern und Zytoplasma stattfindet. G0-Phase ist die Phase, wenn die Zelle ruht. Erst wenn sich die Zelle entscheidet, in den Zellzyklus einzutreten, tritt diese in die G1-Phase, Gap 1, als Vorbereitung auf die Synthesephase, in der die DNA repliziert wird. Sobald die DNA repliziert ist, tritt die Zelle in die G2, Gap 2 Phase, um Energie zu tanken, weil der Prozess der DNA-Replikation sehr aufwendiger Prozess ist. Weitere sehr interessante Struktur ist Kernkörperchen, Nucleolus. Es handelt sich um eine Anhäufung von RNA und zugleich beteiligen sich an der Bildung von Nucleolus auch gewisse Abschnitte von einzelnen Chromosomen, wie wir es hier auf der nächsten Folie sehen können. Ja, also für die Bildung vom Nucleolus sind auch gewisse Abschnitte von Chromosomen erforderlich. Diese Chromosomen besitzen die sogenannten NORs, Nucleolar Organizer Regions, und diese befinden sich nur auf 5 von allen Chromosomen. Und hier ist das auch schematisch dargestellt. Zum einen, in welchen Bereichen die Nucleolar Organizing Regions lokalisiert sind und zum anderen, wie die DNA angeordnet ist, um dieses Nucleolus bilden zu können. Wenn wir uns das im Inneren eines Zellkerns vorstellen möchten, während des Lebens der Zelle sind die Chromosomen aufgelockert, dekondensiert. Und Teile einiger Chromosomen kommen zusammen, um dieses Kernkörperchen zu bilden. Würden wir dies unter einem Elektronenmikroskop anschauen, dann sehen wir innerhalb des Zellkerns einen dunkleren Bereich und das ist das erwähnte Nucleolus. Und die Tatsache, dass das Nucleolus unregelmäßige Form aufweist, kann auch auf den Prozess der Probenaufbereitung zurückgeführt werden, im Laufe dessen zu gewissen Deformationen kommen kann.
Wenn wir das Körperchen nochmal besprechen, also ja, innerhalb von Nucleolus gibt es auch dunklere und auch hellere Gebiete und hier wird auch äh, ein Transkript für ribosomale RNA kodiert und die hier mit Hilfe von RNA-Polymerase 1 abgelesen, also transkribiert wird und diese rRNA oder dieses Präkursor für rRNA hat eine gewisse Länge, die als 45S bezeichnet wird und dieses Prä-rRNA-Transkript wird weiter bearbeitet und in 3 kleinere Moleküle geschnitten und diese Moleküle dienen dann als Bausteine für den Aufbau von einzelnen Ribosomen und werden in nächsten Schritten mit ribosomalen Proteinen assembliert und im Endeffekt ins Zytoplasma hinaus transportiert, damit diese Ribosomuntereinheiten an der eigentlichen Translation, also Proteinsynthese, teilnehmen können. Wenn wir das Ribosom nochmal anschauen, da sehen wir die kleinere und die größere Untereinheit und man muss sagen, es handelt sich um kein Organell, sondern es ist ein Konglomerat von Proteinen und von den bereits erwähnten ribosomalen RNA-Molekülen. Ein Ribosom besteht aus bereits erwähnten 2 unterschiedlich großen Untereinheiten und die Proteine, die zum Assemblieren einer ribosomalen Untereinheit dienen, werden auch im Zytoplasma an anderen bereits vorhandenen Ribosomen synthetisiert und dann mit ribosomaler rRNA zusammengebaut, damit eine ribosomale Untereinheit, entweder die kleine oder die große, aufgebaut werden kann. Was haben wir heute gelernt? Die eukaryotischen Zellen besitzen einen Zellkern und der Zellkern ist von einer Kernmembran umgeben. Im Zellkern ist die komplette genetische Information in Form von DNA. Die DNA ist fest mit den Proteinen zusammengepackt. Und welche Proteine sind daran beteiligt? Die Histone und die Non-Histone Proteins. Und zusammen bilden diese 3 Gruppen von Molekülen das eigentliche Chromatin. Die auf diese Art und Weise verpackte DNA bildet die Chromosomen. Und jedes Chromosom hat seinen eigenen Platz innerhalb des Zellkerns. Und während der Interphase, das heißt G1-S und G2-Phase, sind die Chromosomen aufgelockert, damit die genetische Information zugänglich ist. Und ebenfalls auch bei den Zellen, die in der G0-Phase sich befinden und in
Ruhezustand sind, ist das Chromatin ebenfalls aufgelockert, damit die Zelle Zugang zu der genetischen Information hat, um solche Proteine aufzubauen, die die Zelle für den üblichen Alltag braucht. Mit dieser Information möchte ich mich für eure Aufmerksamkeit bedanken und ich wünsche euch alles Gute und nur eine kurze Anmerkung. In nächsten Tagen oder in der nächsten Ausgabe werden wir uns mit der Chromatinstruktur weiter beschäftigen, und zwar dieses Mal auf der molekularen Ebene. Das heißt, wie ist die DNA um die Histone umgewickelt, und weiter schauen wir uns auch die eigentliche Kernmembran an. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und wünsche alles Gute.